Ey, ihr Loser, ist denn schon wieder Karneval? Rückt euer Handy raus! Lasst uns in Ruhe! Oder was? Du hast wohl den Arsch offen! Jetzt gibt's aufs Maul, ihr dämlichen Freaks! Was soll das denn? Der Macht der Freundschaft! Ich war ein typisches Anime-Kind. Typische Anime-Kinder grillen Fremde mit Flammenwerfern, wie man weiß. Nein, aber Anime-Kinder halten zusammen. Denn gerade meine Generation, die RTL 2 Vormittagskids, haben eine geteilte Erfahrung. Die Macht mit aller Kraft, mit Leidenschaft. Und so haben wir auch irgendwie dieselben Werte mitbekommen. Und dasselbe Wissen. Wie, dass man für einen Mord unbedingt Eis in irgendeiner Form oder eine Angelsehne braucht. Legit die Auflösung von 70% aller Conan-Fälle. Ich habe mich auf jeden Fall gefragt, inwieweit haben mich diese Animes zu dem gemacht, der ich heute bin? Jeden Tag nach der Schule hieß es bei uns früher. Los, Mila, wenn du diese Medizinbälle nicht aufhältst, wirst du nie Volleyball-Profi. Aber Trainer, meine beiden Arme sind doch schon gebrochen. Für das Geheule gleich 3 auf einmal, Feuer! Meine erste Hardcore-Obsession war obviously Pokémon. Rote Edition. Mein Bruder hatte Blau, aber let's be honest, Team Blau hatte einfach nur nicht genug. Feuer! Okay. Let's be real. Hätte es Grün gegeben, hätte ich die gewählt, weil Bisabay einfach die coolste Kröte von allen ist. Kröte oder Frosch oder Dino? Was zur Hölle bist du? Mein Papa hatte uns damals sogar die Pokémon-CD gekauft, aber weil es die erst nur in Englisch gab, kann ich den Poké-Rap jetzt in beiden Sprachen. Aber an meinem Geburtstag, dem 14. August 2000, lief die erste Folge Digimon im Fernsehen. Auf diesen Tag habe ich hingefiebert. Denn schon vor dem Start wurde in der Endzone und eigenen Anime-Magazin darüber berichtet. Mit lauter falschen Infos und Übersetzungen. Oh, das sieht aber hübsch aus. Und Gabumons Attacke ist blauer Springer? Und der stinkt, wenn er nass ist? Ja, wer kann sich nicht an diese tollen Szenen erinnern? Hey, du dreckiges Mistvieh, vielleicht stinkt der Mantel so. Gemein, ich wasch mich ja schon. Aber je weiter diese Serie lief, desto mehr realisierte ich, dieser Anime ist everything. In Digimon geht es um 7 Kinder, die in eine digitale Welt voller Monster gezogen werden. Die Digi-Welt, die ist basically wie ein digitales Abbild unserer Welt, die durch die Vernetzung aller Computer entstanden ist. Das allein war schon eine echt krass revolutionäre Prämisse in den 90er, 2000er Jahren, wo das Internet gerade noch voll neu war. Anders als bei Pokémon werden Monster aber nicht eingesperrt und gezwungen zu kämpfen, weil der Trainer sich für Orden profilieren will, sondern die Digimon begegnen ihren Partnern auf Augenhöhe als Freunde. Außerdem können sie sprechen, um ihrem Charakter Ausdruck zu verleihen. Wenn sie kämpfen, dann gemeinsam und füreinander als Team, weil sie müssen, um die Welt zu retten oder Schwächere zu beschützen. Digimons Sicht auf das Verhältnis von Mensch und Tier finde ich auf jeden Fall mega strong. Besser als bei anderen Serien. Jeder Digi-Ritter besitzt ein Wappen, das einen Wert oder eine Eigenschaft beschreibt, für den der Charakter steht. Mut, Freundschaft, Hoffnung. Oder Licht, meine Lieblingseigenschaft. Ach, fühle ich mich wieder lichtig heute. Ja gut, Kari war eh immer ein bisschen anders. Aber so habe ich als Kind schon gelernt, dass man seinen Fokus im Leben nicht nur auf Mut legen muss, sondern Liebe, Aufrichtigkeit oder Wissen genauso valid und heldenhaft sein können. Außerdem war Digimon der erste Anime für mich, der eine komplexe Geschichte über mehrere Story-Arcs erzählt hat. Mit kontinuierlichen Charakteren, die sich weiterentwickeln. Sogar über die erste Staffel hinaus. Und der auch vor Erwachsenen-Themen nicht zurückgeschreckt ist. Krass. Sie belauscht, dass er adoptiert wurde? Krass. Kens Bruder ist tot und als Kind gestorben? Krass. Friends to Lovers wird mein Kink for life, Alter. Und bis heute ist Lebt dein Traum mein Motto. Denn nur so konnte ich damals Tube Clash produzieren. Es inspirierte mich. Ich begann wieder zu zeichnen, zu träumen. Anime generell vermittelt oft Werte wie Freundschaft und füreinander einstehen. Außerdem ist die Manga-Szene eng verbunden mit der LGBTQ+-Szene. Wo sonst findet man so ein breites Angebot von queeren Geschichten? Schwule Krimis, Romance, Musikmangas, alles Mögliche. Hätte ich das als kleiner Stuppi nicht entdeckt, hätte ich viel länger gedacht, dass ich irgendwie falsch bin. Denn wenn man sich nirgends repräsentiert sieht, bekommt man das Gefühl, man gehört hier nicht her. Das Gefühl habe ich in der Anime-Szene, abgesehen von toxischen Bubbles, eigentlich nie. Unter Anime-Fans fühle ich mich wohl, weil wir mit hoher Wahrscheinlichkeit einen Batzen an moralischen Werten teilen.
Letztens habe ich mit meinem Boyfriend eine Radiosendung zu dem Thema moderiert und es war einfach nur wholesome. Auch euer ganzer Input zur Frage, was ihr durch Anime und Manga gelernt habt. Dass Gender sehr fluid ist, dass der Weg manchmal wichtiger ist als das Ziel, dass man nicht immer alles alleine schaffen muss. Ich habe Geduld gelernt. Nur alle 3 Monate ein neuer Band? Früher waren wir Anime-Fans die Außenseiter. Nerds, Geeks. Aber heute ist Manga und Anime im Mainstream angekommen. Es gibt so viele Musikreferenzen. Netflix, Amazon und Disney kaufen ordentlich ein und Crunchyroll ist ein Streaming-Anbieter, der sogar nur auf Anime spezialisiert ist. Und jetzt, wo wir die erste Generation RTL 2 Kids erwachsen sind und eine ernstzunehmende Kaufkraft in unserem kapitalistischen System, sorgen wir dafür, dass unsere Kindheitshelden weiterleben können. Wie im besten Digimon-Film aller Zeiten, Digimon Last Evolution Kizuna. Oder in den schlechtesten Digimon-Film aller Zeiten, Digimon Tree 1 bis 6. Erinnere mich nicht daran. Wie steht's bei euch? Was ist euer Lieblingsanime? Vielleicht können wir eine Liste der besten Animes in den Kommentaren zusammenschreiben. Also los! Chihuahua!